Morgen zum nächsten Vlog-Eintrag. So, ich habe jetzt eigentlich wollte ich gestern noch ein Video rausbringen, aber ich habe ja das Auto abgeholt. Ich habe jetzt ja meinen Tesla Model 3 Highland wieder. Der Schaden ist weg und ich habe gedacht, komm, ich werde dann heute auf dem Hinweg zum Bahnhof, ich fahre ja wieder nach Hannover, euch mal so ein bisschen erzählen, wie habe ich das eigentlich wahrgenommen, wie war das da halt, ne? Bin ich happy, bin ich nicht happy, weil ich glaube, ich werde jetzt keine Namen nennen oder die Firma nicht nennen, die das gemacht hat. Also ich war jetzt nicht direkt bei Tesla, ne, weil das ist quasi ein Schaden an der Karosserie und da hat Tesla ja immer sogenannte Bodyshops, wo die euch dann halt nicht direkt hinlotsen. Auf der Homepage habt ihr dann so eine Seite, wo ihr dann halt die Bodyshops aus der Nähe euch anschauen könnt und dann, was habe ich gemacht? Ich habe dann halt geschaut, wer ist denn halt da und habe einfach den mit der besten Bewertung genommen, ne? Da angerufen, Termin vereinbart und ja, dann war ich halt irgendwann dort. Ne? Dann hat sich quasi so ein Mitarbeiter aus der Firma, aus dem Bodyshop von Tesla oder aus dem Tesla Bodyshop, das ist ja nicht von Tesla, sich den Schaden angeguckt, dort diverse Bilder gemacht und diverse Sachen auch so aufgegangen und fotografiert und das ein bisschen belichtet, so dass er halt ein bisschen Material für den Gutachter hat, weil es wurde ein Gutachter bestellt. Und das muss halt im Vorfeld ja alles einmal so abgewickelt sein, dass halt der Schaden, der entstanden ist, wenn er repariert wird, auch durch die Versicherung übernommen wird und der Gutachter musste da halt natürlich seinen Senf zugeben. Der muss auch bezahlt werden, aber das macht alles die Versicherung, das ist soweit okay. Also eins vorweg, die Leute, die da arbeiten, die sind alle super nett. Also wirklich, egal mit wem ich dort gesprochen hatte, ich habe des Öfteren dort anrufen müssen, also die waren wirklich alle super, super nett, zuvorkommend. Wenn du vor Ort warst, die wurde ein Getränk angeboten, die wurde ein Kaffee angeboten, also das war schon echt okay, das war wirklich, wirklich super nett. Ne? Und auch wenn mal vor Ort irgendwie, ich weiß nicht, derjenige, der dir helfen sollte, nicht da war, dann wurdest du auch zurückgerufen, das war auch okay. Aber es gibt da trotzdem so ein paar Punkte, wo ich sage, das hätten die besser machen können. Das hat mich schon so ein bisschen genervt. Punkt Nummer 1 war, nachdem beim Ersttermin die ganzen Bilder gemacht worden sind, also die Schadensaufnahme vor Ort beim Bodyshop, dann hieß es so, okay, alles klar, wenn wir dann intern mit der Versicherung alles durch haben, so 1 bis spätestens 2 Wochen, dann werden wir uns melden, dann kriegen Sie einen Termin für die Instandsetzung des Fahrzeuges. Ich so, okay, alles klar. Erste Woche verstrichen, hab mir nichts dabei gedacht, weil die meinten ja 1 bis 2 Wochen. Zweite Woche verstrichen, ich denke mir so, okay, dauert halt mal ein bisschen länger, kann ja sein, ne? Und dann nach der dritten Woche habe ich da dann nochmal angerufen und gesagt, okay, ich warte jetzt hier, wir sind jetzt in der 4. Woche, ich meine, ist ja okay, das Auto fuhr ja und wenn die länger brauchen, sei es drum, das wäre halt auch okay, ne? Aber ich habe da halt angerufen und die meinten, ach so, ja gut, ich schaue mal kurz in die Liste und ich sehe, es ist ja eigentlich alles da, also wir können ja eigentlich einen Termin machen. Und ich so, ja, okay, gerne, dann machen wir einen Termin. Und dann haben wir spontan quasi den Tag nach dem Anruf vereinbart. Ne? Bedeutet, ich wusste nicht, wie lange die Sachen schon da waren. Man hat mir gesagt, 1 bis 2 Wochen. Und die 3. Woche habe ich noch quasi abgewartet, bevor ich mich melde. Und in der 4. Woche habe ich dann gesagt, ja, okay, was ist denn halt jetzt? Ne? Irgendwann, ich weiß nicht welcher Tag, nagelt mich nicht fest, aber irgendwann in der 4. Woche habe ich halt dort angerufen und gesagt, können wir oder können wir halt eben nicht. Ne? Und genau einen Tag, nachdem ich dort angerufen hatte, hatte ich auch schon einen Termin. Also das ging dann flott und aber trotzdem, ich musste da halt anrufen. Ne? Dann, gut, ne? Am nächsten Tag hingefahren, Fahrzeug abgegeben. Das war dann auch soweit okay. Mein Leihwagen bekommen, das war ja das Model 3 Performance. Das hattet ihr ja, glaube ich, mal in so einem Reel oder in einem Shot, also in Shots, wer heißt die YouTube-Shots, genau, kurz gesehen oder so. Ne? Ich habe ja auch beim Vlog 2 Videos dazu, genau. Und dann bin ich damit halt heimgefahren. Ne? Und das war soweit okay. Dann hieß es, nach der Fahrzeugabgabe, doch, das war ein Mittwoch, genau. Die meinten, bis zum Wochenende wird es nicht mehr fertig. Ich solle mal am Freitag vorsichtshalber schon mal durchrufen, ob er nicht eventuell doch fertig wird, vielleicht auf Samstag oder so. Ich denke mir halt nichts dabei und sage, okay, alles klar, rufst du Freitag an, ist ja so erstmal kein Problem. Dann habe ich angerufen und dann haben sie auch ganz freundlich, also die gingen natürlich ran, das war alles gar kein Problem, ne? Das hatte ich erzählt, die waren halt super nett, aber du musst dich halt immer melden, ne? Also von denen aus kam da halt kein Kontakt, das fand ich ziemlich schade. Und dann, wie gesagt, ich rufe da am Freitag an, Moment. Und dann haben sie schon erzählt,
vor dem Wochenende heute oder morgen wird nichts. Ist aber kein Problem. Ich habe ja ein Auto, ich bin ja mobil. Ne? Das ist jetzt ja nicht so, dass ich da halt irgendwie auf irgendwas verzichten muss. Nein, ich hätte ja ein Auto. Ne? Also von daher alles okay. Ich habe zu denen auch gesagt, mach doch keinen Stress, ist wirklich alles super. Was der Typ dann am Telefon aber nochmal meinte, naja, wir können ja dann nächste Woche nochmal quatschen. Ich so, okay, alles klar, machen wir. Dann Wochenende verstrichen. Ich hatte das Model 3 Performance dann halt über das Wochenende, das war gar nicht schlimm. Montagabend rief ich an, weil sich Montag keiner gemeldet hat. Da hieß es, dann als ich angerufen bin, also wirklich, die waren wieder super nett, das war alles okay, ne? Aber ich musste wieder anrufen, es hat sich keiner von denen bei mir gemeldet. Und Montagabend hieß es dann, yo, super, Dienstag, also gestern, ne, wenn ich das Video heute hochlade, war es gestern, also Dienstag können Sie es abholen, ist fertig. Ich so, okay, cool, komme ich vorbei. Wann am besten? Ja, Dienstag spät Nachmittag, also kurz bevor wir dich machen. Ich kein Problem, ich arbeite in Hannover, dann mache ich dann meinen Tag erstmal quasi durch und danach hole ich ihn halt ab. Ne? Das ist super, ne? Alles klar. Dann Montag ins Bett hingegangen, am nächsten Tag aufgestanden und was ist? Ich steige in meinen Tesla Model 3 Performance, also dieses Leihauto, fahre nach Hannover. So wie geplant, so wie abgesprochen, arbeite erstmal meinen Tag durch und bin dann so gegen, ich weiß nicht, 17:15 Uhr von der Arbeit losgefahren und war so 17:40 Uhr da, also schon relativ spät auch. Ne? Und dann komme ich da an. Ich habe mich natürlich gefreut, mein Auto zu sehen, ne? Das war ja schön für mich. Ne? Dann komme ich da an und dann hatten die halt noch so, ja, die Werkstatt halt offen. Ne? Also ne, da im Bodyshop, da konntest du halt quasi sehen, welche Fahrzeuge waren gerade halt wo. Ne? Und dann war mein Fahrzeug noch auf der Hebebühne. Ich so, ja, okay, alles klar, Hebebühne. Ich gehe rein und dann fangen und sage dann halt so, ja, die telefonisch werden ja gesprochen, ich soll mein Auto heute abholen. Ne? Ich würde es gerne abholen. Ja, gesagt, getan. Er guckt mich an, du hast hinter dem Tresen, ich gucke zurück, ich wusste nicht, was ich machen soll, und sag, ach, der ist noch gar nicht fertig, ist noch gar nicht aufgearbeitet. Also, der ist schon fertig, aber der ist noch nicht sauber. Ich so, ja, ist okay, sollt ihr ihn ja abholen, ne? Was ist denn jetzt, ne? Weil, nee, ist kein Stress. Dann ich guck kurz, meinte der dann halt da, ne? Und dann machen wir den kurz nochmal schnell sauber, spritzen den schon ab, machen mal von innen, von außen, keine Ahnung, irgendwas wollten die dann noch machen. Ich so, ja, kein Stress, dann mach das halt mal eben, ne? Ich so, ich wollte jetzt auch keinen Druck machen oder keinen Stress machen, ne? Ich meine, ich hätte Feierabend. Klar, ich wäre gerne nach Hause gefahren, das Wetter war schön, hätte ich noch ein bisschen draußen sitzen können, aber kommt, macht, ne? Bloß keinen Stress machen, hatte ich keine Lust drauf, ne? Und dann ist der Typ halt weg und dann kam halt irgendwann wer anders wieder, hat sich nochmal so ein bisschen entschuldigt und ja, wir sind davon ausgegangen, dass sie ja morgen erst kommen und so. Und ich so, ja, hätte ich ja gemacht, hätte die ihm Bescheid gegeben. Also ist ja nicht so, dass ich gesagt hätte, ich brauche das Auto am Dienstag. Das habe ich nicht gemacht. Also hätte die angerufen, ich wäre auch am Mittwoch gekommen, wäre doch gar kein Problem gewesen. Ne? Brauchen wir keinen Stress machen oder so. So, ja, bla bla, Entschuldigung, wie auch immer. Und dann so, ich habe wirklich lange gewartet. Ne? So, Viertelstunde später kam der Typ dann wieder und ja, und da ist auch ein bisschen Lackfrischen, alles möglich. Also wir haben den jetzt so ein bisschen abgestaubt, weil wirklich durch die Waschanlage konnten wir heute nicht fahren. Das täten wir halt morgen erst. Ne? Aber da habe ich ja schon erzählt, ne? Hättet ihr euch bei mir gemeldet, wäre es kein Problem. Ich so, ja, okay, dann kriege ich halt ein nicht aufbearbeitetes Auto, von mir aus auch okay, aber ich bin jetzt halt schon da und ich habe ja auch keine Lust, jeden Tag mit dem Auto nach Hannover zu gucken, weil ich brauchte halt echt lange auf der Straße, von daher, komm, machen wir, nehmen wir mit. Ne? Und dann war das halt so, dass wir dann zusammen zum Auto gegangen sind, als die das dann halt fertig gemacht hatten, so ein bisschen abgestaubt hatten. Und dann haben die das halt erstmal so schön präsentiert, so, ne? Dass du von hinten erstmal so sehen kannst, okay, ey, da ist er, ne? Und ich meine, okay, vorne, links, rechts war ein bisschen eingeschraubt, aber der Heck war ja quasi gefühlt komplett neu. Also es ist kein Unfallfahrzeug, weil das war halt nur ein kleiner Blechschaden, ne? Aber die haben halt hinten Kotflügel und die Heckklappe halt neu gemacht, also komplett ausgetauscht. Und na klar, sieht super aus, ne? Lack ideal getroffen, ich sehe da halt echt komplett keinen Unterschied und sieht wirklich schön aus, ne? Aber dann, als ich so an die Seite gegangen bin, habe ich es gesehen. Beifahrerseite die Tür. Eine mega fette Delle, wo ich auch glaube, dass so ein bisschen der Lack gelitten hat. Und die kommt nicht von mir. Und jetzt ist dieses Problem. Die sagen natürlich, nö, war schon vorher. Und ich sag so, nee, war nicht vorher, ne? Weil du bist ja nicht so, dass du da hingehst und sagst, bevor ich das Fahrzeug abstelle und weggehe, fotografierst nochmal aus jeder Ecke, damit ich nur sicher gehen kann. Also, was soll das denn halt, ne? Und naja, wir sind noch sachlich geblieben, wir waren halt noch nett, ne? Aber ich habe halt versucht klarzustellen irgendwie, dass
wenn das so der Fall wäre, wenn was gesagt hätte, dass es gleich mitgemacht werden könnte, man hätte ja mit denen sprechen können, aber das Ding war halt einfach nicht da. Also ganz ehrlich, das ist so ein Schahn. Ich meine, das Ding steht immer in der Tiefgarage und bei uns immer in der Hausgarage. Das ist ein gepflegtes Fahrzeug, was quasi noch jung ist und da ist so ein Schahn einfach nicht da. Also ganz ehrlich, ich sehe es. Der Wächter hatte auch nichts aufgenommen. Ich hatte gestern Abend nochmal im Wächtermodus geguckt, ob da halt vielleicht doch was war. In der Vergangenheit, also quasi bevor ich das Auto abgegeben hatte, war halt nichts. Also der Schaden war einfach nicht da und dort vor Ort habe ich den Wächter ausgeschaltet. Ich weiß nicht, dumm, keine Ahnung, weil ich hätte mir gedacht, okay, alles klar, macht es da halt aus, da wird eh nichts passieren und wahrscheinlich, wenn die im Service-Mode sind, geht das eh aus. Habe ich mir so einfach gedacht, aber voll die Delle und naja, wir sind wirklich ruhig geblieben, aber ich war halt trotzdem sauer, ne? Weil erstens, das hat mich halt echt wieder richtig viel Zeit gekostet. Das ist ja sowieso doof bei so einer Unfallgeschichte, dass du halt, obwohl du gar nicht der Schuldige bist, ne? Du musst dich hier kümmern, du musst dahin fahren, du musst Termine machen. Das stresst dich halt schon so ein bisschen, vor allem wenn du berufstätig bist und auch noch eine Familie hast, ne? Und einen Fulltime-Job hast, ne? Das ist halt schon anstrengend irgendwo, ne? Und naja, wir sind jetzt so verblieben, dass wir gesagt hatten, komm, okay, alles klar. Auf einem Donnerstag haben die dort irgendwie so einen Special-Typen, keine Ahnung, und dann werden die es richten. Dann werden die es halt einmal machen, aber also ich bin dann echt sauer, weil ich halt mich immer melden musste. Jetzt kurz die Zusammenfassung, ich musste mich halt wirklich wegen jeden Furz melden. Oh, jetzt ist die schon wieder dicht. Was soll das denn? Wegen jeden Furz melden, ne? Deshalb habe ich dann halt irgendwann gesagt, okay, alles klar. Kann ich mit leben, ne? Dann ist es halt so, dann rufe ich da halt immer an, wenn ich irgendwas wissen will, ne? Aber die waren halt wirklich so, alle super nett, aber echt ein bisschen verpeilt, ne? Aber das mit der Tür, das hat mich wirklich aufgeregt, ne? Also ehrlich jetzt. Und trotzdem wird es gut ausgehen, denke ich, hoffe ich, ne? Weil ich habe jetzt da nichts irgendwie schriftlich mit denen festgehalten. Eigentlich hätte ich ja noch so ein Bild machen sollen oder was weiß ich vor Ort, ne? Aber das ist schon wieder die Gutmütigkeit des Menschen. Ich habe da null drüber nachgedacht und habe mich dann halt einfach mit denen so vereinbart, dass wir uns dann halt am Donnerstag irgendwann sehen und dann fixten die das halt eben und gut ist. Ne? Also ich habe wieder nicht richtig vernünftig nachgedacht, kotzt mich gerade schon wieder an. Aber egal, ich glaube jetzt erstmal dran, dass sie das machen werden und gut ist. Und ja, das ist es gewesen. Dann habe ich mein Auto abgeholt. Mit einer Delle an der Beifahrerseite, mit einer wirklich fetten Delle. Also das ist jetzt so Vlog, ne? Ich werde nachher arbeiten. Ich werde mal gucken, dass ich da nochmal irgendwie so ein Foto reinknalle oder irgendetwas, dass ihr das dann gleich hier irgendwo in der Ecke oder auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wo es passt, ja, einfach schweben sehen könnt, ne? Weil es ist halt echt ärgerlich, ne? Da habe ich mir auch gedacht, so, warum habe ich so ein Pech? Ehrlich, Alter. Wirklich, ne? Erst, dass mir, weiß nicht, bei einer Ampel jemand hinten reinfährt in der Stadt und dann hole ich mein Auto ab, Schaden repariert und ich stelle fest, ich habe eine neue Macke. Echt, wirklich. Ehrlich, das ist egal. So, damit, ihr wisst es ja, immer noch 360 Grad. Habt ihr Bock irgendwie, ich weiß nicht, am Laufenden zu bleiben? Ich werde ja nach und nach immer wieder was rausschicken und so, ne? Und hier oder da das eine Video droppen und fallen lassen und schreibt Kommentare, das würde mich auch mal interessieren. Hattet ihr mal so einen Fall, es sollte was repariert werden? Das würde mich wirklich mal interessieren. Es sollte was repariert werden und ihr, weiß nicht, das Fahrzeug ist fertig, ihr holt es ab und stellt fest, okay, der Schaden wurde zwar gemacht, aber ihr habt jetzt irgendwo anders irgendwas Neues, was vorher nicht da war. Wie seid ihr damit umgegangen? Was habt ihr gemacht? Also ganz ehrlich, das würde mich mal interessieren. Schreibt das bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Und naja, wenn euch das so ein bisschen gefällt, dass ich einen Schaden hatte und gelitten habe, dann lasst doch mal einen Daumen hoch und ein Like da und abonniert den Kanal. So, jetzt aber, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!